28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Oh, Mama Mia. 4 Finaltickets. Yes. 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano. Closer to Nature, Closer to People. Hearty Rice, Feel the Difference. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur zweiten Episode des YPC Bank 2025. Heute zeigen wir euch die zweite Halbzeit des ersten Angeltages in der favoritengespickten Gruppe A. Aktuell führt der Titelverteidiger Toon van Ham. Bisher punktete der Belgier allerdings eher durch Masse statt Klasse. Die Verfolger konnten dagegen teils schon endbordwürdige Fische in die Wertung bringen. Roman Jacuzzo und YPC-Neuling Tim Kunst sind beim Zander bereits auf der sicheren Seite, während Birger Domeyer mit einem 51 cm Uferbarsch den klar punktstärksten Fisch landete. Der zweite niederländische Newcomer, David van Manen, ist mit 2 passablen Hechten ebenfalls solide gestartet und Markus Eule konnte neben einem prächtigen Raaland auch schon einen starken 43er Barsch überlisten. Allein Sami Mohib blieb am Morgen fischlos. Für gewöhnlich ist der amtierende Vize-Champion aber treffsicher, was kurzentschlossene Strategiewechsel anbelangt. Schauen wir also mal, was Sami und natürlich auch die anderen Teilnehmer in der verbleibenden Zeit aus dem Hut zaubern. We have tried a couple of spots for the zander. It didn't work out. Now wanted to try pike fishing, and then we saw this bridge with a little bit of current. And I thought here needs to be some zander. And first catch, a little zander. I think they are more in here, but it's a great start. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil die Packung sieht für mich nämlich auch steiler aus, ne? So wie es nahe geht. Ja, das ist, glaube ich, zum Hals im Wasser stehen, in dem Flachwasser. Versucht macht klug, ne? Oder auch nicht, Alter. War kein großer, aber war ein Fisch, den ich natürlich gerne gefangen hätte. Aber ist gut, es sind Fische da und hier ist noch eine Menge vom Spot über. Ich fische jetzt gegen die Strömung. Das bedeutet, ich fische viel schneller, um so einfach auch noch mal auszuprobieren, ob das nicht einen Unterschied machen könnte. So I'm going to switch to a chatterbait now, because I think it's a bit different than a spinnerbait. And I've already fished here yesterday with a spinnerbait, so maybe that will help. Oh ja! Scheibenkleister! Oh. Okay, I was a bit lazy, not getting the extra hook because it's in the car, but I have to. You see it? I missed it. So. Ich gucke, dass ich noch mal ins Wasser komme, da fühle ich mich einfach sicherer, da wird es in der Städte rumzulaufen. Noch immer starke Anfang, die Bänder reißt. Das brauche ich nicht, Alter, unbedingt. Ist doch ein bisschen tiefer hier, wa? So, dann laufen wir mal auf der Stäbe, gehen wir nichts machen. Okay. Who doesn't use his head has to use his legs, right, Chris? Oh, my colleague learned me that.
It wasn't big, but it's another one. It's right underneath that branch here. Come on. Watch it. Fisch. Ausgestiegen. Scheiße. Schade, war ein schwerer Fisch. Das wär's gewesen, wa? Oh, während der gefallen ist. Oh, on the drop. On the drop. Come here, you. Another decent size pike. I can see it. I can see it. Do I have it? Yes. Yes, another pikey. Another 70 pikey. Da ist er, der Pikey. Dustin, bitteschön, dankeschön. Wie groß ist er? Oh, I'm all of a sudden talking German. Oh, it's quite long. Look, 81, alles klar. All right, nice pikey. Oh, it was longer than I expected. Nice 80 plus. That's just perfect. Nice. That's what we're looking for. 80 points fish. That's what we gotta need in this group to survive. So you saw that I was holding a different rod, a casting rod. This is the Yase LTD Pikes crank and spinnerbait paired with the Tranx, the new Tranx 301 in a slow version. You have a lot of power with this setup, and that's what you need if you fish with bigger lures or thick ride hooks like this one. You need that extra power to get that hook set. Immediately you feel when the strike comes that you have it under control, you have that hook set right, and yeah, I'm happy with this fish. An 80 fish, that's what we need. More of those, please. Then we're gonna go into the polders, trying to catch pike. This will be very difficult with, I have polders with clear water and with these sunny conditions. But that counts for everyone, of course. We can't choose the weather. That's, by the way, also the reason why I choose bridge areas in these conditions. If it's cloudy and there is overcast, then maybe a river or just the normal stretch from a canal might be better. But I think in these conditions, best spots are in the shade. Mit dieser Einschätzung ist Ton heute offensichtlich nicht allein. Und dann da wieder. Oh, 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 oh. Ganz, ganz langsam gezuppelt das Ding. Wow, natürlich. Ja. So flach hier. Yes, sir. Eieiei. Auch wieder ein Topfisch. Und ich habe es jetzt mit dem Dropshot wirklich ganz wild getrieben und ganz, ganz langsam gefischt. Ja, und der hat doch mal wieder safe über 60. Und der kam auf den nächsten Toppies-Köder. Geile Scheiße, ey. Wow. Und besser kann er nicht hängen. Er ist auch richtig, richtig reingepockt. Sondervermessungsstation sagt, ja, 63. It's clearly on half, right? 63er, richtig nice. Es geht einfach wieder 100% auf mein Thunder Game.
Hoffen wir mal, dass der Barsch nicht irgendwie noch eklig wird. Aber sonst bin ich heute schon mal sehr zufrieden. Hopp. Ja, genau. Da ist richtig. Wenn das mit den Hechten und Barschen auch so läuft, das wäre so ein Traum, ey. Das wäre perfekt. Besser könnte es wirklich kaum laufen. Auf 6 Fische gerechnet hätte Romans aktueller Punkteschnitt im letzten Jahr in allen Gruppen problemlos für die Finalqualifikation gereicht. Mitentscheidend für den brutal guten Start eine überraschende, gedankliche Kehrtwende. Ja, mein geliebtes Dropshot-Rig. Letztes Jahr habe ich noch nicht gesagt. In dem Jahr hat sich ein bisschen was getan. Ich habe es wirklich richtig zu lieben gelernt. Und ich habe jetzt hier schon 20 Minuten, 25 Minuten geangelt, gejiggt, kam nichts mehr. Und das war der 3. Wurf mit Dropshot. Ganz, ganz langsam gezuppelt, nur immer so in die lose Schnur reingezuppelt, dass der hier schön von rechts nach links kippelt, schön ganz fein vibriert. Und da kam der Einschlag, aber wie? Eine andere Sache, die man beim Dropshot immer noch beachten muss, ist der Abstand zum Blei. Hier ist es nur ungefähr 1,5 Meter tief, vielleicht 2 Meter an der tiefsten Stelle. Und trotzdem fische ich einen halben Meter über Grund, also relativ hoch. Wenn man sich jetzt vorstellt, hier unten liegt der Zander, das Wasser ist kakaobraun. Das ist schon eine relativ große Distanz, die er da überbrücken müsste. Im Wasser ist es ja aber so, dass man eben schräg fischt. Gerade hier unter so Brücken muss man teilweise richtig schräg. Und wenn ihr dann mal schaut, dann ist der Köder vielleicht hier noch 10 cm über dem Blei, beziehungsweise dann über dem Grund. Und macht da sein Ding. Und dann ist man eben nah genug am Fisch dran, um den dann auch noch zu kitzeln, auch wenn er gerade nicht so heftig Bock hat. Ich habe jetzt wirklich 5 Minuten für diesen kleinen Wurf hier gebraucht. Ganz, ganz langsam, einfach auf der Stelle zuppeln und die kommen. Ja! Oh, hast du gesehen? Oh, warum hängt er denn nicht? Oh nein! Oh, nicht mal Kontakt gehabt zum Fisch. Einfach daneben. I got to love it. Yes. Exact same spot. Good fish again, not as big, but sizable. Come here. Sander Number 4. Sander Nummer 4. Ah, das ist doch wunderschön. Der kam aber ganz genau auf der gleichen Stelle. Nicht nur gleiche Stelle, gleiche Welle, sondern auch gleicher Köder und an der gleichen Stelle gehakt. Wunderbar. Ja, der wird vielleicht zu Ende 40 sein. Da hoffen wir mal, dass er nicht stehen bleibt. Aber ich nehme jedes Tog so gerne. 50 straight approved. Kleiner Bratzander. Der darf mal ganz schnell zurück, weil eigentlich braucht man den nicht. Tschüssikowski. Oh, macht das Bock, ey. Oh, ist das geil. So, weg hier. 3 Zander von einer Brücke. Das ist immer eine gute Sache. Und jetzt ist der Plan, einfach das weitermachen. Ich sehe schon, da vorne wird es ein bisschen dunkler, vielleicht ein bisschen regnerisch. Deswegen werden wir die Brückenstrategie schön beibehalten. Bei der nächsten sind wir leider noch nicht überdacht. Deswegen machen wir die als nächstes. Und danach haben wir noch eine, wo wir richtig schön im Pupstrockenen stehen können. Das ist ganz entspannt. So der Plan. Und vielleicht sehen wir auch heute noch einen Hecht oder einen Barsch. Wer weiß. Ich habe auf jeden Fall hart Bock. Und das war bisher schon mal ultra geil. So we just stopped to a Sander spot. That was not in my plan, but I remember right now that I get next to it and I cannot miss this spot. Especially because it's like just in my way. I have to fish it. Few cast. Few cast. Maybe there's a fish. Maybe there's nothing. But we try. It's not a big one. Not even gonna try it. No, it's even easier. But hey, again a bite. Again a bite. Crazy, crazy, crazy. 5, 6 sander already. So the best trick you can do with a drop shot is fishing it
as slow as you can. I know it might become boring even, but this is the way you should be fishing a drop shot. Many people fish it too aggressive or too fast. Just take your time. I know it can be boring, but it's one of the ways to catch sander, one of the ways. When nothing works, cast a drop shot. I just had 2 bites in 2 casts in an area that we fished completely with normal soft baits jigging. A 7. That's the power of drop shot. Huh? A fished off spot and still catching fish. Madre mia. Oh. How unlucky I am. I retrieved it because I had some grass on it and he still wanted to take it. I'm doomed. Of course he will not come back, eh? Oh! Oh, what a bite. What a bite. Fisch. Kichtchen. Oh, ne. Kicher von der Flur. War eh nicht maßig. Sehr geil, Alter. Aber es zappelt was. Das macht Spaß. Oh my God! How is this possible? Yo! Oh, I really don't know this. It's not yet. So that's a bit clumsy, but fuck. Scheibenkleister. Other side. Fisch. Ausgestiegen? Gibt's doch nicht. Hast du gesehen, wie ich ihn angeschlagen habe? Da ist in die Bremsen rein. Das gibt's doch nicht. Mit Trailerhocker, Alter. Was ist denn jetzt los? Ah, leck mich doch am Arsch. So viel Pech wie heute. Schon der 3. verlorene Fisch, Alter. That's not a big one. Thank you. Do you think? Fisch. Ausgestiegen. Ausgestiegen. Drillst 3 Minuten, Alter, und dann steigt das Ding aus, oder was? Gefühlt 3 Minuten. Ich weiß nicht, was los ist, Alter. Keine Ahnung. Der 4. Aussteiger jetzt. Schöner Hecht. Scheiße. Das war echt ein schöner Hecht. Schwerer Fisch. Leck mich am Arsch. Oh, fuck, Alter. Mund ablecken, weitermachen. Oder wie heißt das? Mund abputzen, weitermachen. Ach mal, Scheiße. Weißt du, was ich meine? Ein Fisch verlieren, das ist menschlich. 2 Fisch verlieren, keine Ahnung. Da fragst du dich dann schon, woran hat es gelegen, Alter. Beim 3. Fisch fragst du dich, wer jetzt schuld war, Putin oder Trump. Aber ich bin mir sicher, es ist der Klimawandel, Erich. Ich bin mir sicher, es ist wegen dem Klimawandel. Was Wichtigste ist jetzt, dass ich in meinem Kopf damit klarkomme, Alter, dass der Hecht, der da eben dran war, zum Schluss nicht auf der Karte steht. Dann hätte ich nämlich gern drauf stehen gehabt. Aber es ist so wie immer, gell? Die größten Fische gehen immer verloren. Das ist also. Ihr seht ja, guck mal, ich stehe jetzt genau auf der Stehkante drauf. Einen Schritt runter, jetzt bin ich auf dem Sand. Da ist Steh. Und von mir bis ans Ufer, das ganze Wasser, ihr seht ja, wie tief das ist. Und auf dem dunklen Untergrund kleben meiner Meinung nach jetzt im Moment gerade die Hechte drauf. Da ist es ein bisschen wärmer durch die Sonne, gell, die ab und zu mal rauskommt. Aber ihr seht, das bringt alles nichts, wenn wir wissen, wo sie sind und wenn wir sie holen, aber nicht rauskriegen. Ah,
Ja, wie kann man besser verdeutlichen, ob die Rute Gefühl hat oder nicht, wenn man selbst den Biss einer 10 cm Grundel merkt. Unfassbar. Unglaublich. Naja. Okay. Let's catch another goby. Okay. Dann gehen wir da noch weiter rein. We have 4 pike, I'm happy. Just need one more 80. One more 80. Fisch. Den nehmen wir doch gerne. Yes! Oh, noch so eine Kanone, ey. Yes, yes, yes. So, damit kann man doch arbeiten, oder? Jetzt müssen wir uns gleich nur noch um die Hechte kümmern. Ah, kein Problem. Ich habe gar keinen Stress. Nein, überhaupt nicht. Alles gut, ganz entspannt. Hopp. So, zweiter. Ja, es ist schon fast kein Beifangbarsch mehr. Hä? So ein bisschen habe ich ja drauf gebaut, dass die hier rumtigern. Gleicher Köder natürlich. Und relativ große Köder, aber ja, im Moment klappt das. Das war die letzten Tage auch so. Also was soll's, ne? Dann macht man das natürlich weiter. Dann richten wir mal alles hier ein bisschen darunter, dass dieses Ding nicht da im Weg ist. So, okay. Na? Ja, ist über der Hälfte, ne? 47,6 oder irgend sowas. Zweiter großer Barsch. Mehr hätte ich mir hier niemals erwartet. Ich wollte eigentlich nur einen. Also der Tag, der fängt schon mal super an. Es passiert nicht unbedingt viel bei Birger, aber wenn was passiert, Wahnsinn! Nach seinem zweiten absoluten Barschbrett bringt sich der Koblenzer erst einmal auf den aktuellen Stand. So, also ich gucke mal nur in die Liste rein, wenn ich selber gerade Spotwechsel mache oder selbst was gefangen habe. Nach meinem letzten Barsch waren hier jetzt schon einige Fangmeldungen. Zander, Zander, Ton. Roman noch ein Zander, Ton. Ton ist im Zander, Rage-Modus hier, sehe ich schon. Hecht 80. Ist gut. Keine Riesenfische, aber es wird gut gefangen. Also okay. Die Gruppe ist stark, aber es war zu erwarten. Das war klar. Sorgen wir mal für ein paar Schweißperlen mit dem 48er Barsch. Ich glaube, der 51er hat auch schon die eine oder andere ausgelöst. So. So sieht er aus dieses Jahr. Erstmalig im Hochformat und designt von Nace Botschafter und YPC France Gewinner Romain Maudet. Fast 250 € Warenwert, 24 exklusive Produkte von 17 coolen Brands, jeden Tag die Chance, ein goldenes Ticket zu gewinnen und das alles für nur 99,99 plus Versand. Wenn du deinen limitierten Hecht- und Barsch-Raubfisch-Adventskalender wirklich sicher bekommen willst und uns zudem beim Finanzieren der gesamten Ware unterstützen möchtest, dann bestell den Kalender bitte nicht erst im November, bestell ihn jetzt. Dankeschön. Den Link zum Kalender findest du unten in der Videobeschreibung. Gute Neuigkeiten für alle Hechtangler. Das A-Limitat von LMAB, den Drunk Twister, gibt es jetzt auch in 23 cm für die ganz dicken Hechte.
Wir haben die 4 erfolgreichsten Dekore genommen und eine sehr beliebte Farbe vom Drunk Dancer, den Chrome Redhead, als 5. Farbe gemacht. Die gibt es natürlich nicht nur in 23 cm, sondern auch in 16 und 12 cm. Die neuen Drunk Twister ab sofort im Fachhandel. Let's go to the mall. Nearly killed all the rods. Birger caught a 51 perch and a 48. Roman has Sanders, but good ones. David from Shimano has Pikes, and Tim has a Pike from 72 and a Zander from 65. All good sized fish, huh? Yeah. Let's hope we get a big pike too then. We will need some big fish today. And we don't have it yet. Boah, jetzt gucke ich auch noch heil da raus, gell? So, Jungs und Mädels, ihr habt es ja gesehen, mein Plan geht leider nicht auf. Mein Plan war, dass wir hier wirklich einen Barsch und als Beifang vielleicht einen Zander kriegen. Das hat nicht geklappt. Und jetzt bin ich der Meinung, es ist besser, jetzt noch irgendwo einen Zander herzukriegen, dass wir morgen komplett den ganzen Tag auf Hecht angeln können. Deswegen machen wir jetzt noch mal einen Gewässerwechsel. Wir haben hier den Höchststand. Und wenn das Wasser oben ist oder wenn er steht in der Zeit, gell, wo kein Tide oder keine Flut ist, soll es schlecht laufen hier. Und die Zeit nutzen wir jetzt halt einfach, um einen Gewässerwechsel zu machen. Und dort hoffe ich, dass ich vielleicht zeitnah dann einen Zander präsentieren kann. Das wäre mega. Während Eule das Hollandsdieb für seine Zandermission verlässt, ist David eben dort eingetroffen, hat aber einen anderen Zielfisch im Sinn. It's midday. The morning we used to try to catch a zander, didn't work out. But we have our pike, and now we're going to try to catch some big perch like Birger. I'm going to try it with this kickback rig. I can cast really far with it, and I also have a spin jig here. So let's see. Let's roam it here on the spear, and the wind is on our faces. So yeah, wind op de kant, vis in de hand, they say. So let's go. Ah, da war noch einer. Das war einer, 100 Pro, sag ich dir. Ja, also garantiert noch ein dicker Barschbiss. Ich habe immer noch keine Hechtbissspuren im Gummi. We arrived to the polder. Was not a long way, and I'm gonna use a big fish bait. So this jerk bait is our Westin Swimtail, and with the curly tail, it's a really nice left-right moving bait. And as you can see, it has seen some pike. Not an easy one, and I'm not expecting to catch a pike here, but I'm hoping it, because it's usually the correct size of pike. There is one horse not so happy. Okay. Bait fish. Think that was a pike? Ich sag's dir, ey, die wollen keine kleinen Köder im Moment. Das habe ich die ganzen Tage schon immer gemacht, wenn da Barsche waren oder so. Und sowieso viel mit kleinen Ködern so geworfen. Irgendwie ist das nicht. Oh, yes! Whoa! That was quick. Let's go up here. And nicely colored. Not a big one, but a nice one. 75? Clearly 75. Wow, 75 centimeters on a Westin Swimtail. He's out for some time now, so let him swim again and then we can talk about it. Oh, he wants to go already. Look at that. Bye bye. Whoa, that was fast. It's a very pressured spot. This is the reason I choose
Westin Swimtail, a jerkbait that is not so long on the market, and it goes the perfect depth for here, goes widely left and right. Let me show you. Bevor wir uns den Köder im Detail ansehen, ein kurzer Blick auf den Zwischenstand. Ton legt seinen bislang besten Fisch auf die Matte, holt sich die Führung von Roman zurück und schielt schon wieder verdächtig auf die Full Card. Die kleinen Zander bleiben zwar vorerst ein Störfaktor, aber vielleicht kann der Belgier ja genau die zeitnah durch weitere Hechte ersetzen. This bait is a true killer for pike. I've caught many nice pikes on this one. I like to choose a natural color, a little bit of pike-like color. It's called natural pike. And I fish it with the curl tail. So with the paddle tail you can do a nice stop and go action. But with this curl tail you can let it slide from left to right with some stops. And that's killing. Let's see if we can catch another pike here. Leider nicht gewesen hier. Das ist ein bisschen blöd. Aber ja, war auch ein kühner Versuch, hier einen Barsch zu kriegen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal 2 Spots Hechtangeln. Und dann gucken wir mal, ob wir noch Zeit haben für einen letzten Zander-Spot. So der Plan. Kommt mit. Wir haben das Gewässer gewechselt, auch wenn es doch Spaß gebracht hat, in diesem Barschsee zu fischen, muss ich sagen. Gab ja auch noch ein paar Bisse dazu, also da sind noch mehr so Barsche. Aber ich brauche ja auch noch Hechte und auch noch Zander. Um die Zander kümmern wir uns, wie gesagt, einen anderen Tag, aber Hechte muss heute noch sein. Die Uhr, die rennt, ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Muss ich jetzt mal anfangen, an seriöse Hechtspots zu gehen. 2 Stück habe ich und von der Zeit her, ja, fangen wir die mal an, jetzt dann auch zu fischen. Das Wetter dafür ist eigentlich gut. Ich bin happy mit den Bedingungen. Großes Wasser heißt immer, da kann auch mal ein Hecht mehr stehen, da kann auch mal ein großer Hecht stehen. Mag das lieber als diese kleinen Gräben. Und ja, bleib aber ehrlich gesagt erstmal dabei, mit dem Gummi zu fischen, weil der war die letzten Tage einfach saugut. Angel das erstmal einmal durch und entscheide dann, ob ich nochmal nachangel mit einem anderen Köder vielleicht. Was ist mit dem Vogel hier? Was zwitschert der so laut? Ja? Der glaubt mir das nicht, dass ich jetzt einen Hecht fange. Ich fange jetzt aber ein. So. 2 hier, das ist ganz flache Bucht und dann geht es hier so ein bisschen runter, eine ganz kleine Rinne vor den Füßen. Also wirklich nur vielleicht 2,5, 3 Meter, da ist es nur 1 Meter. Ganz bisschen ausgespült und dieser Übergang, da steht schon mal einer. Blitzsauber erklärt und siehe da. Fisch. Das ist ein Hecht. So, hier haben wir nur einen Einzelhaken. Mal dritte dranbleiben, danke. Gut. Ein Schuh. Heute gehen die Pläne aber auf hier. Okay, so. Gut. Erster mittelgroßer Hecht. Das ist doch okay. Ich halte ihn noch mal fest ein bisschen. Ne? Hat 67. Okay, kann man noch mal mit anfangen. 67er Hecht. Als erster. Gut, läuft doch voll nach Plan. Hä? Jeder Spot bringt Fische, das ist immer wichtig. Und vor allem wichtig, dass der Start gut ist, dass man gleich Fische fängt und nicht erst am zweiten Tag, glaube ich, für die Moral wichtig. Ich werde auch schon wieder etwas ruhiger beim Angeln, muss ich sagen. Jetzt wird's was. Aber wie gesagt, die Bedingungen sind ganz toll hier für den Spot. Ich glaube, das wird nicht der letzte sein, den ich hier noch fange. Hoffe ich jedenfalls mal.
It was a nice one. Shit. Was 80, yeah? We try the other side quickly, and then I'm gonna fish it with a Shetties. 12 centimeter, very slowly jigging. Fisch. Oh, der ist größer. Oh, okay. Boah, ein fetter auch. Der ist gut. So, okay. Ha. Na, das ist doch ein Hecht, wie er mir gefällt. Die Größe, die passt doch schon. Gucken wir mal. Ja, ist knapp über 89, ne? 1,5. Also 90. Ha, 90 Punkte. Und richtig schön fett. Der Torpedo, weg ist er. Gut. Hey, was soll ich sagen? Also gut, jetzt bin ich am Hechtspot, jetzt angle ich weiter auf Hechte. Viel anderes gibt es ja nicht. Aber ja, ich brauche ja auch noch ein paar Fische für die Karte, ne? Ist ja nicht so, als ob hier echt die Anforderungen klein wären. Aber jetzt bin ich wirklich sehr, sehr, sehr happy, muss ich sagen. Diese Fische, die habe ich die letzten Tage nicht gefangen. So, also heute ist schon der richtige Tag dafür. Das kann man wohl sagen. Mit dem nächsten bärenstarken Wertungsfisch erklimmt Birger die Tabellenspitze. Übeltäter war erneut der Shetties Slim. Nach dem bitteren Aussteiger von eben holt sich Ton an anderer Stelle nun dessen bulligeren Bruder aus der Kiste. Shetties, 12 centimeter on a 5 gram lead head. Usually also is a killer for pike in tricky water. Or pressured water, I want to say. One thing is sure, this will be a group of death. There I'm very sure about that. Birger is on fire. He has 2 really big perch and now also a big pike. A big pike and a smaller pike, a pike of 90 centimeter. That will be hard to compete against. Während Ton gedanklich bei seinen direkten Gegnern weilt, bekommt es Eule am neuen Spot mit externer Konkurrenz zu tun. YPC Turnier. Ihr Spot. Habt ihr schon was gefangen oder bloß gesehen? Ihr Fisch live oder was? Wie tief ist hier? Okay. Und da kommt ihr klar mit eurer Live-Technik bei 3 Meter. Profis, Alter. Ich hoffe, es stört euch nicht, gell, dass ich jetzt einer fange vor eure Haare. Ja, fahren wir weiter. Also, viel Glück. Jungs, Petri Heil, gell? Lasst es euch gut gehen, haut was raus. Ja. Heute wünsche ich mir mal ausnahmsweise mehr wie ihr. Und jetzt gehen wir auf YouTube oder wie? Ja, keine Ahnung. Ihr könnt uns reinschneiden. Macht was rein. Männers, haut was raus, Petri. So, ich mache jetzt so eine Art Vertikalfische, oder was heißt so Vertikalfische? Ich mache Vertikalfische. Ich habe einen 10 cm Quabi drauf, einen 7,5 Gramm Kopf, also ganz, ganz leicht. Fisch wirklich, press hier an der Spundwand runter und mache immer nur so 2 Schritte, um den Köder anzuheben. Und dann pendelt mir der Köder ganz, ganz langsam hinterher, bis wir wieder auf den Stillstand kommen. Und oft ist es fast wirklich im letzten Augenblick von der Pendelphase, kommt oft der Tock. Under the bridge now and trying to catch a perch here with a kickback rig, a spin jig and a net rig for the finesse. So let's hope there's some perch out there. Come on. Drück mir die Daumen. Direkt, zack. Bam. Oh,
Do we have a bite? Yes, we have a perch on our first cast. We have our first perch. Okay, I'm gonna hand land it. It's way safer with this net. Yes, there it is. Really slowly. I have a little larvae on it. A shrimp, dollop shrimp. It's not the biggest one, but hey, it's a perch. Ganz ruhig. Yes. There it is. Yeah. Mein Lieblingsfisch. Oh yes. I felt like a little tick. And then boom, boom, boom. You always have to wait before you set the hook. This is nice. This is absolutely brilliant. Oh yes, come on. Ja, 40 hat er. Also 40,5 auch sowieso, wenn er gerade ist hier. There it is, the first perch also for me. It was a good choice to come here, and I just love these beautiful, stunning beasts. I mean, those red fins, those stripes, those spikes, I love them. Let's get her back. Yes, come on, another one, fast before she wants the rest. Äußerst abgeklärt der Mann. David schließt nach oben auf und liegt nur noch dicht hinter Roman. Bei dem ist es nach dem starken Start etwas ruhiger geworden. Ein Zielfischwechsel steht an. Die Friese sitzt wahrscheinlich so gar nicht. Gerade einen echt harten Marsch hingelegt. Jetzt ist das Programm. Hechtchen drauf. Und da vorne in der Ecke, da wohnt er. Ich habe mir hier 2 Köder zurechtgelegt. Ich denke, ein Farbmuster ist erkennbar. Das ist einmal von Chase Baits der Swinger. Der ist komplett aus TPE, bretthart das Zeug, kannst du nicht kaputt machen. Hier hinten ist eine Rassel drin. Und bei Gummifischen ist ja oft so, dass der Schwanz abgebissen wird. Das passiert hier niemals mehr. Diese Kette hier verbindet das. Der bewegt sich schon bei ganz langsamem Zug. Und ja, den werden wir jetzt gleich mal da durchziehen und hoffentlich in Hechtmaul verfrachten. Und das zweite, was ich hier noch habe, ist nicht der Prop Duster, sondern der Dusty Swim heißt er. Der hat 3 Teile, der Prop Duster nur 2. Wie gewohnt hier den Flattermann innen drin. Und der hat eine schöne Swimbait Action. Und die werden es jetzt bringen. So clear, huh? So, normalerweise wohnt er an dieser Schilfkante hier. Apparently there are 2 pikes here. Because that's not the big one, but we got him. Completely inhaled this. Still very wet, the board. Like this. 74 then, with both tails. What a nice pike. 74 centimeter, really hard strike. Let's put him back and talk about the lure. Better to do it quickly than to let them rest if they're belly up. That doesn't make sense. Yeah, he's fine. Wow. Oh, he really wanted this bait. It was completely inside. Ridiculous. We just parked the car. I think it was the second cast. Boom! A nice pike, 74 centimeters. And again on this Westin swim tail. It has a loud rattle and it goes super nice from left to right. As you can see in the footage, it's a killer bait for pikes. It's something we have been wanting in the Westin range for a long time.
Super nice. Let's see if we can catch another pike, because I know there lives a bigger one here also. Hopefully he's not too scared. Let's go. Da kommt einer, da kommt er. Oh, jetzt steht er da vorne vor meinen Füßen. Der steht da noch. Pass auf, den fange ich jetzt mit meinem Köder. Der ist so 70er. Ich sehe ihn auf jeden Fall noch. Worauf beißt der denn jetzt? Crank? Kleiner Crank, ne? Der hat 5-mal den Gummi geschnappt. So, da hinten steht er. Let's try this. Yeah, larvae thingy. Scissor comp always help me. Mark, give me more of those. I really need those. Those old colors were really good. Ah, too bad they don't have that June bug and all those other crazy colors. That morning dawn, you know, that purple pink. Oh, that's been one of my favorites, but can't get it. Not from Ilex, not from Jackal. This time I'm not making a really far cast. It's not needed. I don't have to spook them with my line. They're here, just 10 meters out. Da ist er wieder. Ja. Jetzt habe ich ihn. Also groß ist er nicht, aber gucken wir mal. Ja, dass der beißen will, das konnte man dem ansehen irgendwie. Der war also ganz scharf so auf dem Gummi schon so tuk, 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 tuk. Aber macht auch Sinn, den Köder schnell zu wechseln, dann kriegt man die. Okay, gut. Kleiner Hecht, das war witzig, der kam ja hinterher gelaufen, zweimal gebissen. Ich glaube aber nicht, dass der größer ist als der andere. Auch 67, ziemlich genau. Das ist der kleine Barsch von heute Morgen schon mal draußen. Ich überlege schon seit jetzt dem letzten Hecht, ob ich überhaupt weiter auf Hechte angel, weil die Barsche, die ich gefangen hatte, waren groß und ich hatte noch mehr Bisse in dem See. Könnte ich natürlich zurückfahren auf Barsch angeln, weil ich brauche jetzt nur noch für die Bonusfische sozusagen irgendwas mit hohen Punkten, ne? Da liegt das jetzt natürlich nahe, auf die Barsche zu angeln. Andererseits sage ich auch ganz ehrlich, jetzt ist mittags und die Barsche beißen schon vormittags mit ein bisschen Bewölkung besser. Da wird die Fangkurve auch jetzt drastisch runtergehen. Bei Hecht allerdings nicht. Es ist Wind drauf, wie ihr seht, die beißen ja auch einfach. Also glaube ich schon, dass es wahrscheinlich die bessere Wahl ist, bei Hecht zu bleiben. Ich glaube, es wäre nicht so clever, jetzt vom Hechtangeln wegzufahren insgesamt. Ich ziehe das jetzt durch. Das ist ein Plan und da bleibe ich jetzt auch dabei. Ja, Biss. Jawohl, ein besserer Barsch. Yes, Jungs. Dikke Barsch. Dikke Barsch. Kom op. Of toch niet zo groot? What is it? It's a nice one. It's a feisty one. It's really fighting hard. Come here. Come here, you. It's another 40. Zack. Yes. Ah, I almost fell in. Yes, that's perfect. Awesome. Ah, let's measure it. How big is it? 42,5. Ne? Yes. Ich bin so happy. I'm so happy, guys. A really nice old warrior. It's really dark. It took it like a champ. What a beautiful fish. What a beautiful fish. Oh, yes. Jawohl. Ja. Es wird eng in der oberen Hälfte. David macht so stark weiter wie begonnen und liegt nun zwischen Ton und Bürger auf Platz 2.
Wir lassen den derzeitigen Spitzenreiter resümieren. Bevor wir uns jetzt auf den Weg zum letzten Spot machen, gucke ich mal kurz in die Gruppe, was so gefangen wurde. Da habe ich bisher noch nicht so richtig drauf geachtet. In der Hektik macht man das eher weniger dann. Also ich mache das eher weniger. Ich sehe schon, der David hat gerade die Barsche am Wickel, 40, 43. Ton auch gute Hechte gefangen. Roman bleibt bei den Zandern. Sicher, was hat der Ton? Noch mehr Zander. David auch schon Hechte. Oh, das sieht aber echt gut aus heute, du. Mensch, 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 Mensch. Okay, okay. Also, sag mal, ist Sami nicht auch in unserer Gruppe? Sami ist doch in unserer Gruppe, oder? Ja. That's a big zander, I think. Please stay in. I think it's a pike. Oh mama, it's a pike. Chill. No, 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 hey. That's crazy. It's not a big one, huh? And still. Yeah, jump like a trout. Hey, come on. Man, it's the strongest pike I ever had for this size. Oh, mama. At least a fish. At least one. Okay guys, first fish. Not huge, but better than nothing. Especially after this awful morning. How long is it? 69. Am I right? Yeah, 69. A small pike of 69. Quite happy. Let's release it directly. Okay, let's go slowly up. Yeah, perfect. Yeah, what a relief. It may not look big, but I have to say I wanted to catch at least one pike today because tomorrow I don't think I will be able to catch one. So I will focus tomorrow on perch and zander. Hope it will go better than today. And yeah, let's continue. Ich sehe noch keinen Sami auf der Liste. Was ist? Doch, jetzt hat er einen 69er Hecht gefangen. Wollte gerade sagen. Gerade in der Sekunde? Oh, jetzt gerade, ja, jetzt gerade. Okay, aber das ist ja für Sami jetzt hart auch. Der ist ja echt gut. Wild und schnell. Okay, okay. Ja, sieht für mich gut aus, muss ich sagen, bisher. Fehlt der Zander noch, aber der wird heute stehen bleiben, als leer. Das war der Plan, hier fange ich keinen, nicht schlimm. Wir haben noch einen ganzen Tag mehr. Deswegen habe ich jetzt auf dem Hecht zu Ende. Ich habe jetzt mich entschieden, nicht Barschangeln zu fahren, wegen der Sonne, wegen der Mittagszeit. Die Barsche werden jetzt nicht gut beißen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber die Hechte beißen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und einen guten Spot habe ich noch, da habe ich jetzt den Wind voll von vorne. Machen wir das. Wissen wir gleich mehr. Hey Jungs und Mädels, ich brauche eure Hilfe. In der vorletzten Oktoberwoche nehme ich am ersten Survival-Format von Hecht und Barsch.de teil. 6 Zweierteams stellen sich eine wirklich harte Challenge, bei der es ums Überleben geht. Aber natürlich auch ums Angeln, ganz klar. Es gibt genau eine Wildcard in meinem Team. Wenn du fit bist, wenn du wägst, wie man fast ohne Hilfsmittel in der Natur klarkommt, Nahrungsbeschaffung, Feuer machen und so weiter, ein klein bisschen mit einer Kamera umgehen kannst, dann bist du genau der richtige Mann, um mit mir gemeinsam bei der Challenge anzutreten. Infos zu deiner Bewerbung findest du in der Videobeschreibung. Jungs und Mädels, ich freue mich auf jeden Fall auf euch, wird auf jeden Fall geil.
Spinning Wheel Magnesium oder auf Deutsch gesagt SRM, super robuste Maschine von Zack Fishing. Ab jetzt in 1000, 2000, 3000 und 4000er Größe zu erhalten. Für jeden was dabei. Meiner Meinung nach eine super geile Rolle. Jungs und Mädels, probieren Sie doch ganz einfach aus. Es gibt keinen anderen Köder, mit dem ich mehr große Zander und große Hechte gefangen habe, als mit dem Fat Louie. Und wir haben uns gedacht, wie können wir die Farbpalette ein bisschen erweitern? Und dann kam mir die Idee, wir bringen die Flash Series raus. 4 neue Dekore, die nicht nur eine reflektierende Folie im Bauch haben, sondern diese Folie sorgt auch für Geräusche unter Wasser. Bei extrem viel Sonne fische ich gerne violette Köder, darauf stehen die dicken Muttis. Und dafür haben wir jetzt den Midnight Storm. Wir haben einen lilanen Rücken mit ein paar blauen Schuppen auf der Seite und die Folie im Bauch macht den Rest im Wasser. Mit der Farbe Razor Roach haben wir ein Rotauge, etwas natürlicher gehalten, für gute Sichtverhältnisse unter Wasser, falls die Muttis zickig sind. Das dritte Dekor ist angelehnt an ein Hecht. Der Name verrät's, mit Grandma's Mistake überlistet ihr auch den erfahrensten Hecht im Teich. Wir haben hier ein sehr natürliches Dekor und die Folie schimmert grünlich auf, so wie ein echter Hecht im Wasser. Das A-Team wird komplettiert mit der Farbe Sour Snapper. Sehr auffälliges Dekor, perfekt für die Abendstunden oder für das trübe Wasser, denn da wird dieser Köder von den dicken Muttis auch wahrgenommen. Diese 4 neuen Dekore gibt es in den Größen 9, 11, 14 und 18 cm. Ab sofort bei Hecht und Barsch. Check ab, welcher Köder zu dir passt. So guys, something happened. We went to a spot where there was some workers on the water, and we asked for the authorization to fish, of course, because they were working there. One guy said yes, like how long we need to fish, blah blah blah. He said 1 hour, then we leave. He said okay, no problem. Then the guy disappeared. I caught a fish, and then the guy arrived, and the first guy said he's the boss, but apparently he was not the boss. So they were super nice. They let me handle the fish, make the video for you guys, release it properly, everything. But then we, of course, left because they said we have to wear a helmet, blah blah blah. So we leave. We're gonna fish somewhere else. We don't want to disturb them. So let's go. So a Carolina rig or kickback rig in this case. During summer, I casually catching a fish. I fish it very fast, but with a lot of action, but with a lot of pauses as well. So in the summer I let it sit very long, but yeah, we have a fish. This feels like a proper perch again. And this one is not that dark, but has a lot of freckles, like Morgan Freeman. Hey, was mache ich da? Jawohl! Yes guys, another perch. Awesome. Awesome, this is a long one. This is a long one. Ja, 46,5. Yeah, a bigger one. Oh, and yeah, it really looks like Morgan Freeman with those freckles. Oh, what a bite. I had to set the hook immediately and it was on top of the mouth, so perfect. What a fish. Nice. That's what we want. Yes. Wat een lekkere baars, jongens. Lekker. Bam. Dat zijn ze. Jawohl, ich bin happy. Der erste Tag ist noch nicht rum. Ich denke, man kann aber jetzt schon sagen, David ist eine echte Bereicherung für dieses Turnier. Birger und er liegen nun Kopf an Kopf und sind der Konkurrenz ein wenig enteilt. Von Davids Landsmann dagegen haben wir am Nachmittag quasi noch gar nichts gehört. Come on, Pike, I know you are here. I'm going to switch to another lure. Maybe the pike wants something that doesn't make any noise underwater. I'm going to fish with a tricky tail. Maybe they want something that doesn't make any noise on the water.
Oh, beautiful. Da ich den ganzen Bereich nochmal abtwitche, nachdem dass ich ihn jetzt abgechickt habe und Krebs über den Grund gezogen habe. Vielleicht wollen sie es ein bisschen schneller und wenn nicht, dann müssen wir an den nächsten Spot. Sonst wird das nichts mehr heute. Number-wise, things are going pretty good. We have 7 zander and 2 pikes and a pike lost. Only downside is that the size is not really fantastic. Now, I didn't mention anything about the size, and I said when we have a full card I will go swimming, and I already regret saying that, but still I hope we catch a perch. Wir sind am Spot angekommen, den Wind voll auf der Nase, wie prognostiziert. Ich finde, es sieht gut aus. Da kann ich mich jetzt hier so rumarbeiten und da hinten ist noch eine Spitze, also ein bisschen Platz zum Austoben, vielleicht auch noch mal 2 Köder fischen. Ich fange klar mit dem Gummi jetzt erstmal an, gehe mal einmal durch. Vielleicht noch mal dann den Wobbler hinterher, haben wir ein bisschen Zeit. Bis 4, denke ich, werde ich jetzt hier bleiben. Also, feuerfrei auf den dicken Hecht. So guys, here's what I call my lucky spot. It's not like an easy spot or something, but I just got lucky a lot of times while being here. In and out of competitions, always had a few good fish there, so yeah, I want to give it a try. I was planning to arrive here a bit later, but that's okay. I will fish here quite a bit and I have some other spots around. We will see how it goes here first. So of course I fish this small part, but after, and maybe you recognize it from last year finals, I will fish under this bridge to try to get a good fish. No pike. Fisch. Oh nein. 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 Oh, es war ein dicker Hecht. Der stand aber gut, ey. Das war der, für den wir hergelaufen sind. Da stand der gut drin. Vielleicht hing er nur kurz und ich kann ihn nochmal fangen. Vielleicht auch nicht. Scheiße. Yeah, there it is. Jawohl. Good one. Sehr guter Fisch. Sehr, sehr guter Polderfisch. Genau den habe ich gesucht. Wenn ich lügen müsste, würde ich sagen, der ist 79. Oder sogar ein bisschen größer. Kann schon flöten. Ich gehe rein. Jawohl. Jawohl. Yes, sir. Ja, Mann. Oh, ist das schön, ey. Wenn der Plan aufgeht, es ist... Ich muss mal eben erst kurz durchatmen, weil der kam wirklich auf sich. Das war brutal. Wichtigste beim Hecht, Handschuh an. Kam jetzt auf den Swinger von Chase Baits. Wie gesagt, zeige ich euch gleich nochmal. Träumchen, ey. 87. 87 approved? 87 approved. Yes, nice. Oh, Leute, geil. Richtig schöner Hecht. Ist aber ein bisschen warm, deswegen gucken wir, dass wir den schnell wieder ins Wasser bringen. Ich freue mich mega. Goodbye. Elegant. Ja. Durststrecke beendet. Und wie? Damit kann Roman den zweiten Tag taktisch nun komplett dem Barsch widmen. Wir gucken uns den zugegeben sehr interessant aussehenden Erfolgsköder einmal genauer an. Der Swinger von Chase Baits. Ich mag den mega gerne. Kannst super, super langsam leiern. Und diese Farbe in diesem leicht trüben Wasser, das Goldene, das ist einfach eine Macht. Wie gesagt, hier hinten dieser Schwanz, der dreht sich komplett frei. Der dreht sich auch im Kreis. Ne? Der ist nicht irgendwie am Eiern, sondern dreht sich hier komplett rum. Und das macht einfach mega Druck unter Wasser, hält den Köder hoch. Wenn man den schnell kurbelt, dann fängt er hier hinten noch an, sein namengebendes Swingen zu machen. Yes!
noch mehr davon. Oder gehen wir doch wieder Zander angeln jetzt? Mal schauen. We finally arrived to the spot and we quickly gonna pack what we need and start fishing. I'll bring the top waters just to be sure. I don't think we will need them, but you never know. And then chatterbaits, cranks, and then I need one more box with skirted jigs. 9 cross. If we can't do it with that, then we have a crazy day. Water is so clear. Fish. Oh, der ist auch gut. Boah, ist der reingescheppert. Oh, und der hängt ja scheiße. Oh. Ja, das ist schon besser. Oh Mann, okay, ja. Oh, der ist gut. Oh ja. So, die Scale habe ich extra nass aufgerollt. Die ist noch klatschnass. Extra mal auf den Hechtkaiser gewechselt. Schönes Barschdesign, auch ganz neu. Ah, super. Der Hechtkaiser, der liefert seine Hechte immer. So. Okay, so. So, ist er dran? Hat. Ja. Da ist die Spitze drüber, ganz leicht. 88, ja. Gut. Puh, hat sich das doch ausgezahlt. Ich glaube, das war jetzt der zweite und das war nicht der gleiche Fisch, derselbe, weil den ersten verloren habe ich da und mit dem Wobbler konnte ich jetzt viel weiter werfen als mit dem Gummi gegen den Wind. Also und der kam jetzt da, das waren bestimmt Luftlinie mal gerade 40 Meter auseinander. Also das war ein anderer Hecht jetzt. Geil, 88, ja super. Genau für so einen Hecht bin ich nochmal hergekommen. Also heute laufen die Pläne gut, muss ich sagen. Da kann ich mich nicht beschweren. Ich glaube, es wäre schwerer geworden, einen 44er Barsch zu fangen bei der Sonne. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und die Hechte beißen immer noch, also wer weiß. Der hing knapp, ne? Hast du das gesehen, wie der hing? Uiuiui, ey, das war aber ein knappes Höschen zwischendurch. Also nachher, glaube ich, kurz vorm Cache hat er sich da nochmal so reingedreht, aber im Drill merkt man immer schon an den Kopfstößen. Wenn die so ganz weit hin und her gehen, dann hat er den genau vorne, eine Flunke war vorne drin in der Lippe, obwohl der Biss schon richtig brutal war, aber normal, ne? Bei Wobblern dann, paff, schieben die den vor sich her und irgendwo bleibt dann ein Haken kleben oder auch nicht. Ja, aber da ist jetzt kleben geblieben. Ja, ich glaube, ich angel damit jetzt erstmal weiter. Es hat mir vom Angeln besser gefallen als mit dem Gummi. Ich muss ja so leicht angeln, damit ich über diese Steinkante und das Kraut komme, aber da fehlt mir die Wurfweite ein bisschen. Ich komme gerade so dahinter und die stehen halt an dieser Kante und damit komme ich deutlich weiter. Komme ich drüber und kann auch ein bisschen mehr fächern. Das ist einfach effektiver. Beißen tun sie auch drauf und ich brauche noch einen großen Fisch. Also warum soll ich kleine angeln? Ne? Ist die Barschance zwar kleiner, aber ja, irgendwas muss man dann auch mal entscheiden irgendwie so. Und jetzt angeln wir Hechte und jetzt angeln wir mal auf den richtigen Hecht. Good fish. Good fish on. I have to let it go a bit. That was a strong bite.
fight is not over. Good pike. Good pikey. Come inside. Yeah, it's in the net. Whew. Fucking pike. Yeah, quite long this one. Okay guys, quite a good fish. Good that I put a good titanium leader on. Strong one. Wow, 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 wow. Oh. On the drunk chrome, safe bait. Oh. So, how long is my pike, guys? 89. So a nice fish of 89 centimeters. After all this struggle, I'm quite happy. Strong fish. Yeah, let's continue. Let's see if there is another one. Yep. Here it is. Whew. Stark gemacht! Mit diesem schönen Fisch entschädigt sich Sami für den langsamen Start und gibt mit Beginn der Schlussphase auch die rote Laterne ab. So, dann sind wir jetzt automatisch Gruppenletzter. Gratulation, Herr Eule. Nächster Spot. Ich denke, einen kriegen wir danach bestimmt noch hin. Nochmal Hecht. Und ich mache es wie gerade eben auch. Ich fange wieder mit dem Prop Duster an. Oh, die Haken sind aber auch scharf. Aua. Ah. Und werde dann nochmal mit dem Swinger hinterhergehen. Hat vor allem die Bewandtnis, dass ich erstmal eine subtilere Präsentation haben möchte. Der macht ja einfach nur seine Schwimm-Action. Schwimm. Und ich weiß, dass hier in der Ecke ein richtig großer Hecht wohnt. Und jetzt werde ich den erstmal ganz subtil hier durchleiern. Where are the pikes? So we almost drove 1 hour to do the final hour on Big Perch on the whole other end of Hagenvliet. I'm gonna try it with the kickback rig and the twitch bait. So hopefully we can catch the 51. Come on. So, Jungs und Mädels, wir sind jetzt an unserem vermeintlich letzten Spot für heute angekommen und hoffen immer noch, dass irgendwo sich so ein Zander rausloggen lässt. Ich habe hier mal die Zanderwumme vom Sebastian dabei und dann noch ein Momentum Spin in 20 Gramm für ein bisschen so mit leichten Chatterbaits da rumzumachen. Werden wir mal gucken. Drückt mal die Daumen, dass wir wenigstens den Zander noch kriegen. Das, ja, was soll ich sagen? So ist das, Gruppe A. Last spot for today. It's a bit sunny right now, so let's try to catch a perch on the Rhine. Here you can see me using my Fintrail waders. It's actually the first product I had from them 2 years ago. Now, really strong. If you watched the last season of YPC, I jumped into the water with these waders. I do everything with it, and they're really, really strong. And here you have the waders with the wading boots. They come in Endure if you want. Everything is on the Fintrail website, of course. Up, and they have way more than that. But I mean, the waders, it's their core product. It's really for me the best quality product. Die letzte Dreiviertelstunde läuft jetzt für mich. Ich fahre natürlich nirgendwo anders mehr hin, weil jetzt von hier aus ist das ein weiter Fußweg zum Auto und dann nochmal weite Fahrt irgendwo hin. Das macht ja gar keinen Sinn. Hier stehen Hechte, steht bestimmt auch ein großer Barsch irgendwo. Ich angel einfach die Strecke, wo ich gerade die Hechte hatte, nochmal durch. Wechsle allerdings den Köder, dass die was anderes zu sehen bekommen. Ich mache jetzt mal kleine Hechtgranate dran mit Spinnerblättchen. Haben sie heute hier noch nicht gesehen, schätze ich. Warum nicht? Ein paar Würfchen. Aber ehrlich, die letzte Dreiviertelstunde, die angel ich auch jetzt tatsächlich relativ entspannt. Also alles okay.
Ich reiß mich zusammen, weil ich gewusst habe, dass das Scheiße läuft. Aber das war der Zander, der war. Und steigt schon wieder aus. Scheiße. Verdammte Scheiße. Steigt aus. Yep, fish on. For a good fish. And I forgot my net. I forgot my net. That's crazy, I forgot my net in the car. Oof. What is that? What is that? I don't see what it is. Eh? It's a perch? If it's a perch, it's a big one. No, it's not a perch. It's an asp. It's an eyed. Yeah, it's an eyed. Yeah, well, still funny to catch a good fish. Quite a strong fish, huh? Come on, go back. I want a perch, not that. First cast. Und ich hab noch gedacht, oh, das ist echt. Und dessen Zander ist, Alter. Das ist ein fette Zander. Nein, ist eine Brasse. Scheiße. Brasse. Fette Brasse. Oh, das erste war ein Zander. Scheiße. Ah, shit. Da muss den Ballermann Alter. Wenn ich ihn nicht gesehen hätte, okay, hätte ich jetzt das erste Mal Brasse, aber ich habe ihn ja leider gesehen. Oh, ist das aufregend, Alter. Jetzt geht mir das erste Mal seit heute die Punkte, auf jeden Fall. Aber der Zander, der tut natürlich weh. Vor allem, ich denke noch Kescher ausfahren und so, geil, kann ich Kescher präsentieren. Dann denke ich mal, nee, tiefes Wasser vor der Fies, kann ich ihn einfach so kurz nehmen. Super, Alter. So we have less than 30 minutes now to fish, and we are on the end of a canal, hoping for a perch, but it's also possible to have a zander here. We only have 20 minutes to fish, so we gotta make it worth it. Wie der abmarschiert. Was ist denn da los? Groß ist er doch gar nicht. Aber auch nicht klein. Ups. Hier ab. Ah. Puh. Hechtkaiser, ey, was stehen die auf dieses Ding? Richtig geil, ne? So, guck mal hier. Aber das kein Abschlussfisch ist, hä? Wieder auf den Hechtkaiser. Ich hatte jetzt eine ganze Weile was anderes gefischt, aber irgendwie mögen sie diesen Wobbler heute. Gekämpft hat er ja super, ne? Aber riesig ist er auch nicht.
Also, ja. 91, ja? Okay, mein Freund, ich schätze, mein letzter Fisch für heute, hä? Aber was für einer, ey, super, was für ein Hechtangeltag. Boah. Okay, und Barsch auch noch gut. Also mehr kann ich nicht erwarten von so einem Tag, muss ich schon sagen. Das war jetzt nochmal das kleine Sahnehäubchen, den 67er rausgekegelt mit so einem. Ja, dann nur noch ein Zander, ne? Ich hatte eben noch zu Juli gesagt, komm, einen fangen wir jetzt noch für die Kamera. Bis dann noch so ein großer kommt. Mensch, der Tag war ja was. Bürger beschließt eine fantastische Leistung mit einem fantastischen Fisch. Bei Markus ist der Tagesabschluss genauso konsistent, nur eben auf andere Weise. Und an dieser Aktion jetzt auch noch der Alter. Stell mich da vorne mit dem linken Fuß auf so ein Holzbrett, wo das so quer angeschraubt ist. Und denk mal noch, oh, hoffentlich ist das nicht Marsch. Klack, hat's gemacht. Mag ich gar nicht. So, Jungs und Mädels, ihr habt es gesehen. Eigentlich liegt ein geiler Angeltag hinter mir. Ein Fullcard wäre locker möglich gewesen, glaube ich. Aber manchmal sind also Tage, gell, da hat man einfach geklickt. Und es ist also, das Ganze hat sich jetzt noch einmal bestätigt. Also für heute reicht's. Ich habe mir jetzt noch 2 Sachen verdient. Und das ist ein lecker Bierchen und eine lustige Zigarette. Und dann gehe ich auf die Couch und mache gar nichts mehr heim. Den Tag streiche ich raus. Eule ist out. Das war ja noch ein furioses Ende. Jetzt fehlt mir noch ein Fisch zur Fullcard. Welcher das werden würde, war mir vorher klar. Das Schöne ist, ich habe halbwegs stabile Fische. Ziemliches Glück, dass die Hechte jetzt noch so groß waren. 3 Stück so in den 90ern und dann noch dieser Riesenbarsch dabei heute Morgen. Also besser kann so ein Hecht- und Barschangeltag eigentlich gar nicht laufen, muss man echt sagen. Was not the easiest day. We have a good number of fish, but the size I'm not completely confident with. It wasn't going on how we wanted to go. We caught a decent zander and a small pike. I expected better than pikes and I saw that the others quite smashed it. But all in all, I'm happy with pike because that was my main struggle. So I do believe that I will be able to catch zander and perch on the next zone. Ich muss im Grunde morgen eine richtige Barschkeule fangen. Dann wäre ich sehr, sehr zufrieden. Wenn das nicht reicht, wäre schon krass. Vielleicht einen Zander noch über die 60 schieben. Und dann wäre das eine runde Sache. Den ganzen Tag, um einen einzigen Zander zu fangen im Juni in Holland. Ich denke, das sollte schon klappen. Ja, ich bin mir eigentlich relativ sicher. Wie groß, weiß ich nicht, aber einen Zander werde ich sehr wahrscheinlich hinbekommen. So the next day we are going to try to upgrade the pike and catch the perch. A lot of work to do. Tomorrow a training day and then on Wednesday we have to fish the second day. So we see each other back and I have some homework to do. We had some fun, we had some great fish, everybody, well done. And I hope you enjoyed the show. I'll see you next time. Bye bye. Thank you for following the show. Thank you for your comments, your support, your likes, your shares and everything. And I see you in a few weeks. Ciao, ciao. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Gruppen. Bis dahin. Ciao. Tag 1 in Gruppe A ist vorbei und ich finde, das war ein gelungener Auftakt in die neue Saison. Bürger hat's angedeutet, ein maßiger Zander und die Halbfinalchancen des Fisch- und Fangredakteurs stünden schon sehr hoch. Dahinter wirkt es offener. David hat bei seinem Debüt bislang beeindruckt und benötigt wie Bürger nur noch einen Zander für die Fullcard.
Roman wiederum wird am zweiten Angeltag den Barsch ins Visier nehmen, während Titelverteidiger Ton eigentlich bei allen Zielfischen nachjustieren muss, um seine beeindruckende Erfolgsserie nicht reißen zu lassen. Sami hat seine Lage durch den späten Hecht erheblich verbessert. Tim dagegen ist nach dem guten Start weitestgehend abgetaucht. Und Eule, tja, der stünde in einem alternativen Universum mit Fullcard an der Spitze. Hier bei uns ist der Pfälzer heute aber buchstäblich baden gegangen. Wir hoffen natürlich, dass Markus bei einer lustigen Zigarette neuen Mut findet und am zweiten Angeltag angreift. Nächste Woche ist aber erstmal Gruppe B dran, wo euch ein bunter Mix erwartet. Dabei sind Patrick Marable von Fox Rage, Markus von Oy von Bullseye und Wandervogel Frederic Julien, diesmal für Livingston. Den Mittelbau bilden LMABs Boat Champion Johannes Gasser und Daniel Weyers. Und dann sind noch zwei ganz neue Gesichter dabei. Bei Ganki vertritt René Meyer den durch neuväterliche Pflichten gebundenen Rick Barton. Und weil auch Daniel Kowalczyk von Relax kurzfristig passen musste, schickt das nachgerückte Team Lure Drop kurzerhand Ino Taminga ins Rennen. Insgesamt also eine durchaus spannende Konstellation, die, so viel sei versprochen, einige Überraschungen für euch bereithält. Nächsten Sonntag um 18 Uhr geht's los und bis dahin freuen wir uns wie immer über Likes, Kommentare und Support-Einkäufe. Ciao!